Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin auf der berühmten Route 40 in Argentinien unterwegs, als ich einen Meilenstein mit meiner T7 erreiche, zu der mir viele Hände gratulieren, bevor mich der patagonische Winter auf die Probe stellt. So. Es ist ein traumhafter Tag. Allerdings geht es mir heute nicht so gut. Ich habe gestern eine Pizza gegessen und danach ging es mir richtig schlecht. Ich habe keine Ahnung, obwohl ich auch nur die Hälfte der Pizza gegessen hatte und den Rest dann mitgenommen habe. Mir ging es dann so schlecht. Ich habe dann um 9 geschlafen bis heute Morgen durch. Und mein Magen ist okay, ich habe Kaffee getrunken und so, das ist alles in Ordnung. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Kopfweh und ich fühle mich so komisch. Keine Ahnung. Und deswegen habe ich jetzt hin und her überlegt, bleibe ich noch eine Nacht, bleibe ich nicht noch eine Nacht. Aber morgen soll das Wetter schlechter werden. Und heute hatte ich eigentlich eine Marathon-Etappe vor. Jetzt ist es halt 12:30. Deswegen... Das wird nichts. Und dann habe ich auch das Wetter gesehen. Es ist halt überragend. Und ja, vielleicht ein bisschen frische Luft, vielleicht tut es gut. Und jetzt habe ich gedacht, ja gut, ich schaffe den Weg jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr, den ich machen wollte. Aber dann fahre ich einfach und dann irgendwo auf dem Weg suche ich mir eine Bleibe. Aber wie immer, was steht als erstes an? Tanken. Hier. Also, grob geht's weiter auf der Route 40. Hier ist jetzt nicht mehr viel an Sehenswürdigkeiten. Ja, jetzt ist es einfach Strecke machen. Ich habe jetzt mal als nächsten Anhaltspunkt in 270 Kilometern eine so Höhlen mit so Handmalereien, so ähnlich wie ich in Chile Chico schon angeguckt habe, aber das hier sind die großen berühmten. Und ansonsten, ich habe 49.806 Kilometer drauf, das heißt heute ist der große Tag für Lucy. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich heute die 50.000 erreichen. Ulala!
Hier geht es jetzt echt endlos geradeaus. So, 49.999. Jetzt 50.000 Kilometer auf meiner TC. Lucy. So, jetzt haben wir das zelebriert. Und zack, friert die Kamera ein. Ihr kennt es schon, die GoPro ist kein Kältefreund. Oh, es ist schon kalt. Shit, meine Finger. So, weiter geht's. Da vorne die Häuser, ich glaube, das dürfte der Ort sein, der auf dem Weg liegt. Und da gibt es eine Tankstelle, weil ich brauche schon wieder Benzin. Und mir, dass die offen hat. Und vielleicht übernachte ich auch da, wenn ich was finde. Weil ich bin durchgefroren. So, ich habe hier die Tankstelle gefunden. War mir erst nicht sicher, ob das geht, weil die so eingepackt sind und so. Aber ich habe getankt. Und das hier ist ja wirklich so ein 5-Häuser-Kaff. Aber also die Tankstelle alleine ist halt schon spektakulär. Und ich habe hier gefragt, ich werde hier übernachten. Es ist hier mitten in der Prärie. Wir können ja mal ein bisschen rumlaufen. Also da wohne ich. Und weiß ich jetzt auch nicht, ich komme mal hier. Man sieht, es ist kalt. Schnee liegt hier. Und dann immer so Wildwest-Optik. Oder halt sowas. Und ja, hier hinten dran sieht man, ja, wie ich gekommen bin. Da ist einfach nichts. Hunderte Kilometer nichts. Ich zitiere es immer wieder gern, was der Brite in O'Higgins zu mir gesagt hat. Platz haben sie hier in Südamerika. Das ist mein Zimmer. Und das ist die Heizung, aber es ist nicht so richtig warm hier drin.
so sagen, obwohl es jetzt schon, weiß ich nicht, 1,5 Stunden läuft. Ich hoffe, es wird noch besser. Und hier ist mein Private Bathroom. Licht. Aha. So sieht es aus. Es ist bitterkalt. Und die Gastgeberin des Hauses hat mir jetzt beim Zahlen 500 Peso Rabatt gegeben. Also 20 Euro habe ich bezahlt anstatt 22,50. Ja, ist in Ordnung. Habe gegessen, Kaffee getrunken. So, bis morgen. Guten Morgen. Die Nacht war okay. War nicht zu kalt. Außer das Bad. Ich habe es die Eiskammer getauft. Ist kälter als hier draußen. Und auch als ich das heiße Duschwasser angemacht habe, dann war so viel Dampf da, das war halt wie im Dampfbad. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Das war brutal. Wie auch immer, ich bin hier abreisebereit, wenn man das vielleicht sieht. Ich habe jetzt noch hier einen Kaffee getrunken in diesem Shop, weil es ist 11:30 und also kurz nach 11:30 jetzt. Um 11:30 hat die erst aufgemacht. Heute geht es zu den angekündigten Cuevas de los Manos. Das ist die Höhlen der Hände. Da sind sehr alte Höhlenmalereien und es gibt so eine Seitenstrecke, das ist ein bisschen abseits von der Ruta 40 dahin. Die will ich mal versuchen. Wetter fühlt sich jetzt nicht so kalt an, aber das heißt nichts. Das habe ich schon öfters gedacht und nach einer Stunde habe ich gedacht, ey, das ist immer so. Die erste Stunde ist okay und dann ist es einfach nur noch kalt. Ja, mal gucken, wie es heute läuft. Es ist wirklich so, Kälte macht mir momentan zu schaffen. Es reicht. Okay, geht los. Die Unterziehhandschuhe sind auch nicht mehr so richtig für irgendwas zu gebrauchen. Hier am Handgelenk ist es noch ganz okay. Ich ziehe es halt an, weil besser wie nix. ...230 Kilometer gestern. Mal schauen, wie es heute läuft. Komme ich jetzt hier drauf? Oh. In diesem Anzug kann man sich auch gar nicht bewegen. So. Tschüss. Für die Polizei. Oh, eisig. Also sie hat gesagt, in 3 Kilometern rechts abbiegen, da würde wohl auch ein Schild stehen. So, hier ist es jetzt. Hier. Cueva de las Manos. Ah, Las Manos. Das Mano weiblich. Naja, hier geht es jedenfalls rechts. Ich muss dann echt gucken, es ist alles ein bisschen eisig. Ich muss ein bisschen aufpassen. Google flüstert mir gerade ein, 43 Kilometer hier jetzt. 47 steht auf dem Schild. Also sowas, zwischen 40 und 50. Ja, Eis hier. Like ice in the sunshine. Ich weiß eben nicht so genau, wie viel Grip man hat. Kann ich da nicht ständig anhalten und mit dem Fuß das testen. Ja, hier ist es jetzt wieder weniger. Einfach vorsichtig sein. Versuchen wir es trotz der Kälte ein wenig zu genießen.
Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Ich habe jetzt mal angehalten, weil die Aussicht ganz geil ist. Und ich dachte, es wäre kein Wind, aber es ist doch ziemlicher Wind. Mal schauen, ob sie das kann. Und die Kälte steht ja auch immer da. So geht's. Er wackelt aber schon. Sieht man das? Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. So, er hat jetzt auch gesagt, ich soll einpacken. Der Wind ist zu stark. Also die App hier hat es gesagt. Der Condor, der da fliegt, scheint keine Probleme damit zu haben. Aber es ist jetzt auch echt, auf dem Motorrad hat es sich angefühlt wie kein Wind. Aber es wird auch schlechter. Uiuiui, ist da Regen coming. Okay, ich pack zusammen und hau ab. Da sieht es besser aus. Shit, jetzt fängt es echt an zu regnen. Das sieht auch nicht gut aus da. Das Moped wackelt auch vom Wind. Hey. Fuck it. Das ist brutal. Oh nein, 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 das geht nicht. Oh, ich muss hier weg. Brutal. Es war so schön ruhig und dann 10 Minuten später Katastrophe. Das Netz ist halt auch schon komplett zerrissen. Es regnet. Nix wie weg. Ah, jetzt habe ich das Handy falsch rum. Ich hoffe, man kriegt das ein bisschen mit, wie windig das ist. Ein bisschen scary auch. Okay, aufsteigen. Hier ist mir übrigens der Reißverschluss verloren gegangen. Dieses Ding hier. Naja, ich habe noch eine andere Tasche. Zeige ich dann später mal. Jetzt erstmal abhauen hier. Oh, muss ich echt vorsichtig machen, sonst haut man sich hin. Okay. Tschüss Regen. Hoffentlich. So, Halsgriff. Oh Mann. Ladegerät. Niedrige Temperatur verlangsamt. Ah ja, so ist es. Ach du Scheiße, kommt jetzt zu schneien. Ja, es schneit. Oder hagelt oder so. Fuck it. Das ist nicht euer Ernst. Seht ihr das? No way. Ich muss hier weg aus dem Süden. Das ist ja unglaublich. Güte. Es war zum Glück nur ein kurzer Schneeschauer. Jetzt wird es schon wieder heller. Für die Regenkante wohl erreicht.
Und jetzt wieder mal was Neues. Hört ihr das Geräusch? Das Telefon sagt, Ladegerät sofort entfernen. Wir haben Feuchtigkeit oder Fremdmaterialien in den USB-Anschluss erkannt. Aha, hatte ich noch nie. Und ich fahre immer bei Regen mit dem Ding. Keine Ahnung. So, jetzt hier. Das ist alles trocken. Das war schon viel schlimmer nass. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Es kann einige Stunden dauern. Willst du mich verarschen? Heute kommt alles zusammen noch. Cueva de las Manos. Cañadón. Ah, hier ist der Canyon. Okay, schnelles Foto. Ah, da unten sind die Höhlen, ha? Ah, okay. I already speak with the guy, so if you can wait at least 40 minutes, she will be coming here, so you can do the visit. Okay, alright, ja. So, während ich jetzt hier Zeit zum Warten habe ich das mal gecheckt nochmal mit dem Ladegerät, weil ich das noch nie hatte und wirklich richtig starken Regen, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch eine neue Funktion, aber es geht wieder jetzt. Das wollte ich nur sagen, man kann wieder laden. Hier habe ich wie immer meinen Helm angeschlossen. So mache ich es immer. Ich habe jetzt die Kamera hier rausgenommen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Hier ist kein Mensch. Aber bei der Kälte nach der Stunde oder 1,5 Stunden Fahrt war die Batterie schon leer. Das ist immer, geht ruckzuck. Und jetzt sind hier noch so 2 Wanderer gekommen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Denen gehört der Jeep da oben oder der Geländewagen. Geh mal hier rüber. Da oben steht so ein weißer Geländewagen, falls man das sehen kann. Die sind hier in 2 Stunden hierher gelaufen. Und mit denen werde ich dann wahrscheinlich die Tour machen, so wie es aussieht. So wie ich es verstanden habe, sind ungefähr 10.000 Jahre alt oder gehen bis auf 10.000 Jahre zurück. Und in dem Museum stand auch, dass es die ganze Zeit weitergemacht wurde, bis die europäischen Einwanderer kamen. Dann hat es abrupt aufgehört. Es sind fast alles linke Hände, weil sie wahrscheinlich mit der linken Hand die auf den Fels gelegt haben und mit der rechten Hand gemalt haben. Und sie haben nicht nur gemalt, sie haben auch die Knochen der Guanacos genommen und dann so Farbe rein und dann ausgeblasen. Aus Mineralien sind die Farben und man sieht, unten sind kleine Hände, das sind die Kinder, und umso höher geht, um größere Hände. Und sie glauben, dass es ein Ritual war, dass jeder seine Hand hier hinterlässt. Und dann sind eben ganz viele Guanacos, das ist eben das Haupttier, denen sie wohl auch gefolgt sind als Nomaden. Und im Winter haben sie sich hier im Canyon aufgehalten, Menschen und Tiere, weil es eben geschützt ist. Ich habe noch gefragt, ob die Sonne, die ja die ganze Zeit voll drauf knallt, ob das nicht schadet. Dazu gesagt, doch, aber 10.000 Jahre hat es gehalten. Hier sieht man es zum Beispiel, also diese großen roten Dinger sind Eidechsen. Und oben ist eine Hand, die ist im Schatten und die ist halt super gut erhalten, weil eben die Sonne da nicht hinkommt. Hier noch eine Besonderheit, da ist eine Hand, ich hoffe man kann das sehen, mit 6 Fingern. Und es gibt wohl genetische Besonderheit. Für Lucys 50.000 Kilometer Jubiläum hätte ich es nicht besser treffen können, als mit tausenden Händen die 5 zeigen. Als hätte ich es so geplant.
Jetzt 175 Kilometer bis Los Antigos. Ich glaube 100 Kilometer ungefähr bis Perito Moreno. Das ist nicht der Gletscher, wo ich war, sondern es gibt noch einen kleinen Ort, der so heißt. Ja, mit Navi. Ich navigiere ja immer mit Google Maps hier. Das funktioniert in Chile und in Argentinien auch hervorragend. Das Ding ist, dass es zwischen den Orten oft überhaupt keinen Empfang gibt. Also weder normales mobiles Netz oder geschweige denn Internet. Das heißt, solange Google an ist, läuft das ja trotzdem. Aber wenn man es dann ausmacht oder wenn man zu einem Zielpunkt gefahren ist und das dann neu starten will, dann geht das natürlich nicht, weil es keine Internetverbindung hat. Deswegen ist es gut, wenn man entweder bei Google Offline-Karten sich runterlädt oder eben ein Navi hat, was Offline-Karten noch bietet. Und ich habe hier jetzt Osmond an. Das ist, habe ich in Marokko kennengelernt. Da war das die Nummer 1 App unter den Abenteurern, würde ich sagen. Habe ich dort empfohlen bekommen. Da haben voll viele benutzt. Du kannst da auch dann GPX-Dateien dir schicken lassen per SMS und die da reinladen. Dann hast du direkt den Weg, wenn dir jemand eine Wegempfehlung gibt und so weiter. Es ist sehr, sehr komplex und es ist sehr gut. Ich benutze sie halt einfach aus Bequemlichkeit Google. Und jetzt aber, wo ich keinen Empfang hatte und einen neuen Weg eingeben musste, habe ich jetzt Osmond mal angemacht. Ich habe da die Premium-Version, es gibt verschiedene Premium-Modelle, aber zu Weihnachten irgendwie waren das 20 € einmalig bezahlt und hast da alle Karten weltweit. Also ist schon okay. Und er hat eben auch jeden Wanderweg und so, ist halt viel detailreicher als Google. Was Google halt besser hat, ist Hotels und sowas. Naja, jedenfalls habe ich das jetzt angemacht, weil ich jetzt das Stück irgendwie 15 Kilometer zurückfahre und dann muss ich aber abbiegen. Jetzt ist es wieder brutal windig. Es ist sehr wechselhaft heute. Aber immerhin scheint die Sonne, bin ich ja schon zufrieden. 10 Minuten später und es schneit, hagelt mich wieder an. Ach ja. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, das glaubt einem in Deutschland kein Mensch. Das Visier ist schon zugeschnallt. Seht ihr das hier? Auch auf der Scheibe da. Ich sehe nichts. Klar. Okay. Dann geht's. So, jetzt hat es mich gerade hier hingehauen, weil es hier Schnee ist. Ich dachte, ich hätte die Kamera an, aber ich hatte wohl nur, naja, egal. Also ich bin da am Rand gefahren, wo kein Schnee war, aber hier war dann Schnee bis zum Rand. Hier drauf gekommen und direkt zapp. Und jetzt habe ich hier noch ein Stück da hoch. Ich versuche jetzt darüber zu kommen. Da ist es weniger eisig, mehr ruckelig, aber weniger eisig und dann muss man da irgendwie anfahren. Auf jeden Fall jetzt mal Cadena Liquida drauf, dieses flüssige Schneekettenzeug. Ich hätte es machen sollen, bevor ich hier hochgefahren bin, aber ich habe gedacht, ah ja, probieren wir es erstmal.
So, jetzt probieren wir das mal. Oh shit, Alter. So schnell geht's. Oh, war mein erster Sturz in Südamerika. Ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, wann es denn passiert. Ach, Kinder. Schön, dass die Leute mir geholfen haben. Ich weiß nicht, ob ich es alleine dann so rausbekommen hätte. Aber es ging eigentlich ganz gut. Ja. Jetzt weiß ich, Eisdecke ist glatt. Also dieses Schneeketten-Spray-Zeug soll tatsächlich ganz gut sein. Ich kann es jetzt hier nicht wirklich beurteilen. Das erste Mal, dass ich drauf gemacht habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich es lange genug einwirken lassen habe. Shit, jetzt sehe ich gar nichts. Ganz schön unschön. Da habe ich auch schön Adrenalin bis oben hin. Man fährt sich natürlich auch nicht mehr so selbstsicher. Es ist halt alles Wetter. Alle Wetter. Oh. Aber ich habe die Maschine mit einem Mal hochbekommen, was ich glaube ich noch nie geschafft habe. War hart, aber ich habe es hochbekommen. Ersten Versuch. Da habe ich keine Kraft verschwendet. Und es ging eigentlich ganz gut. Bin schon dümmer gefallen. Wenn das geht. Oh, hier war Waschbrett ohnehin. Aber dieses Cadena Liquida, vielleicht bringt das ja auch echt was. Ich weiß auch nicht, wie lang das hält. In Feuerland haben die gesagt 100 Kilometer. Irgendwo habe ich dann gelesen 10 Kilometer. Und wenn das dann halt so ein Boden ist, weiß ich nicht genau, ob das nicht schneller wieder weggerubbelt ist. Aber das war ja relativ schwierig. Die Straße. Oh, Kinder. Die Straße ist auch nass jetzt. Ob die jetzt eisig ist, weiß man nicht. Naja. Hui. Das war mein erster Sturz in Südamerika. Ich hätte alles gedacht, aber nicht, dass es auf Eis passieren wird. Aber gut, ich bin sanft gestürzt, es ist nicht auf mich gefallen, das Motorrad ist zwar sanft gefallen. Es hat hier den Spiegel so reingedreht, aber das ist hier gelöst. Aber also alles wie es soll. Die Double Take Mirrors haben ihren Dienst getan. Das hat jetzt alles so lang gedauert. Die Uhr geht eine Stunde vor. Es ist
1746. So, das ist Perito Moreno. Oh, ich bin im Eisblock. Ich kann auch nicht mehr in das Los Antilles fahren. Ich muss mir hier was suchen. Ich erfriere. So, ich habe jetzt ein Zimmerchen bekommen. Ja, ist warm, bin schon ein bisschen aufgewärmt. Und jetzt muss ich mal was essen. Ich hatte ja nur so 2 Powerriegel am Morgen. Und dann war es das mit meiner 50.000er Etappe. Ich denke, das sind genug Ereignisse. Ja, morgen geht's weiter. Ich brauche Geld als erstes. Wahrscheinlich biege ich ab an die Küste. Das sehen wir dann aber beim nächsten Video. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ach so, eine Sache noch. Hier, Perito Moreno, habe ich den Frank eingeholt. Den kennt ihr ja noch, den KTM-Fahrer. Aber nur sein Motorrad ist hier, weil, Überraschung, Überraschung, es ist kaputt. Und er hat den Motor irgendwie ausgebaut und den mit nach Santiago genommen, weil er dort die Teile bekommt. Und jetzt ist er da schon einen Monat oder so. Es dauert alles. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt eingeholt, beziehungsweise sein Motorrad, aber er ist gar nicht da. Naja, das nur am Rande. Ich gehe jetzt was essen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. 50.000 für die Lucy und auf weitere 50.000. Macht's gut. Adios.